Schulbüro ist im Großen und Ganzen eine Koordinationsstelle. Es gab an der TU viele verschiedene Projekte zur Anwerbung bzw. zur Interessensbildung bei Schülerinnen und Schülern. Und die wussten voneinander wenig. Und wenn man natürlich an der Universität strategisch Nachwuchsarbeit machen will, dann ist es sinnvoll, wenn jemand den Überblick hat. Und das macht das Schulbüro. Bettina Liedtke leitet das Schulbüro der Technischen Universität. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Studentinnen von MINT-Fächern zu begeistern. MINT, wie gesagt, steht immer für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und da gibt es halt ein großes Netzwerk in Berlin, weil nicht nur die TU Berlin gerne Nachwuchs haben möchte und gerne mehr Mädchen da haben möchte, sondern natürlich alle. Die Unternehmen möchten das, die anderen Universitäten möchten das natürlich auch. Und der dritte Pfeiler sind die Schulen in Berlin und Brandenburg natürlich. Und da insbesondere die Partnerschulen der TU, da haben wir im Moment 12, möchten wir gerne noch ein bisschen erweitern. So, jetzt habe ich sozusagen die Perspektiven von diesen verschiedenen Gruppen und versuche, die zusammenzubringen und zu sehen, wer müsste eigentlich mit wem in Kontakt treten, damit man da gut zusammenarbeiten kann. MINT-Fächer zu popularisieren ist nicht einfach. Unterstützung erhält Bettina von den pädagogischen Psychologen der TU. Hier sitzen mit Prof. Dr. Angela Ittel und Bettina Liedtke Theorie und Praxis an einem Tisch. In der Schule wird häufig Mädchen auch vermittelt, dass das vielleicht gar keine Karriereoption ist. Das machen die Lehrerinnen und Lehrer nicht bewusst unbedingt, aber häufig ist es auch so, dass, also zumindest unsere Studien dazu zeigen, dass Mädchen, obwohl sie manchmal auch sehr, sehr gut sind in diesen Fächern, gar nicht den Eindruck haben, dass sie gut sind. Bei Jungs ist das anders. Die haben die gleichen oder auch manchmal schlechtere Noten, sind aber davon überzeugt, dass sie in dem Fach einfach gut sein werden. Für die frühzeitige Motivation von Schülern, vor allem Schülerinnen, gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zum Green Day an der Technischen Universität Berlin. Den sogenannten Green Day stellen die pädagogischen Psychologen und das Schulbüro gemeinsam auf die Beine. Hier werden einmal im Jahr ökologische Forschungsprojekte vorgestellt, die Lehrkräfte und Schüler umsetzen. Auf dem Green Day gibt es Wissenschaft zum Anfassen. Das Fachgebiet für Systemdynamik beschäftigt sich mit Pumpen und Maschinen für Wasser und Abwasser. Wenn die Maschinen beispielsweise ausfallen, dann ist irgendwo ein Schaden entstanden. Und unsere Aufgabe ist es, wissenschaftlich zu untersuchen, wie man eben möglicherweise Diagnosesysteme entwickelt und solche Schäden vermeidet zukünftig. Zur gleichen Zeit treffen sich die Lab Girls in der TU. Also die Lab Girls Physik an sich ist ein Projekt, was Schülerinnen fördert, die halt in der 10. bis 13. Klasse sind, um später in den MINT-Fächern zu studieren. Bei uns im Studiengang in Physik sind es 20% Frauen, die auch anfangen und die sind. Und es wird, glaube ich, auch jedes Jahr mehr. Und deshalb gibt es ja das Projekt, um eben mehr Frauen dazu zu bringen, das zu machen. Im Lichthof der TU treffen Angela und Bettina auf die Hochschulleitung. TU-Kanzlerin Prof. Dr. Ulrike Gutheil unterstützt die Projekte. Wir haben im Prinzip zwei Schnittstellen. Einmal haben wir eine Schnittstelle, wo es um Gender geht und also so Frauenförderung und wie Mädchen an die TU kommen können. Und das leitet auch schon wieder über zu der anderen Schnittstelle, zu den Schülerinnen und Schülern, um die wir uns besonders auch gemeinsam kümmern. Die Technische Universität leidet ein wenig darunter, dass die Mädchen Physik, Mathe und Chemie nicht so cool finden. Und wir wollen herausfinden, warum ist das eigentlich so? Weil es so tolle Berufe gibt, aber die kommen nicht an. Und Mädchen sind natürlich auch häufig so gut, dass sie sich das gesamte Spektrum auch aussuchen können. Und die suchen sich dann manchmal auch lieber Jura oder Medizin aus, statt Mathe oder Physik. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir natürlich auch, ich sag mal, vielleicht mehr gesellschaftliche Dinge vermitteln, was man mit Mathe und Physik eigentlich alles anstellen kann. Durch das Gleichstellungscontrolling in Zusammenarbeit mit Angela Ittel ist es ihr gelungen, die Vision von einer gleichstellungsorientierten Universität voranzutreiben. In einem der beiden Schülerlabors der TU finden regelmäßig Treffen und Projekttage mit interessierten Schulen statt. Eines davon ist Dein Labor. Die Lab Girls sind allerdings immer noch eine Ausnahme. Wenn es die Möglichkeit gibt, so eine Ausflüge zu machen, komme ich auch gerne nachmittags noch mal her. Das macht wirklich Spaß. Und später habe ich sowieso vor, in den physikalisch-technischen Bereich zu gehen. Und von daher passt das auch. Unter den 12 teilnehmenden Schülern ist tatsächlich nur ein Mädchen, die 16-jährige Lara. Sie ist beim Bau einer Beatbox dabei.
Ich finde das Löten ganz interessant, da ich das vorher noch nicht so gemacht hatte. Und ja, mich interessiert Physik eigentlich schon, aber für später wäre es nichts für mich. Da haben die 3 Frauen von der TU wohl noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Das TU Audimax der Zukunft. Prall gefüllt mit Studentinnen und Studentinnen. Zum gleichen Anteil. Dieser Traum soll bald wahr werden.